Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie zum Beispiel SSD, RAM oder Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad und zwar ein L13 Yoga Gen 2. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr den genauen Typ oder die Typenbezeichnung findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Typenbezeichnung findet man auf der Rückseite. Und ich musste jetzt hier einfach ein paar persönliche Daten quasi wegmachen. Aber die findet man auf diesem Typenschild hier. Und ja, also mit dieser kurzen Bezeichnung findet ihr alle Ersatzteile speziell für dieses Modell bei uns im Shop. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass das Display meistens als Einheit kommt. Und hier ist es so, da gibt es hier unten diese beiden Abdeckungen. Wenn man die abmacht, kann man da an zwei Schrauben ran. Und danach hebelt man diese Leiste hier ab und kommt so an das Display ran. Das Display ist auch so leicht hier unten drunter geschoben. Also das kommt dann einfach in diese Richtung quasi raus. Das sind Stripes und Schrauben oder eins von beiden zumindest dran. Also kein großer Akt. Bei der Tastatur ist es so, die lässt sich einzeln tauschen. Zeige ich euch auch gleich wie. Genauso auch das Touchpad und die Clickpads, die gibt es auch einzeln. Eine Sache zu dem Gerät noch, und zwar ist es hier so, wir haben jetzt glaube ich 6 Stück davon in Reparatur, alle mit demselben Fehler, und zwar ein Fehler auf dem Mainboard. Da löst sich einfach, keine Ahnung, ob das ein Serienfehler ist oder einfach eine Schwäche von dem Gerät. Da löst sich so ein bisschen die Verbindung von der CPU, also die Lötstellen der CPU auf dem Mainboard. Und das kann man auch irgendwie nicht verhindern. Das heißt, der startet dann nicht mehr, macht komische Piepsgeräusche beim Starten und lässt sich dann eigentlich nur noch über einen Mainboard-Tausch reparieren. Und das sind gut und gerne mal 700 €, die man da investiert, ohne Gewähr. Und ja, also bei 6 Geräten kann man schon davon ausgehen, dass das einfach ja eine Schwäche, vorsichtig gesagt, ist bei dem Gerät. Ja, das jetzt mal nur so am Anfang. So, wenn man das Gerät jetzt aufmachen will, muss man zuallererst alle Schrauben lösen. Das habe ich jetzt hier schon mal gemacht. Also einmal die 3 hier oben. Hier in der Mitte ist noch eine und natürlich auch die hier vorne. Nicht vergessen. Die Schrauben selber bleiben im Gehäuse. Also da muss man sie einfach wirklich nur lockern. Und generell benutze ich hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Das alles dabei, was man braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreherset mit allen erdenklichen Aufsätzen. Die habe ich mir jetzt hier einfach schon mal zurechtgelegt. Und ja, für die normalen Schrauben hier außen nehme ich einfach ein PH0 als Aufsatz. Und wenn man dann alle Schrauben gelockert hat, dann, ich nehme hier auch einen Öffner aus dem Werkzeugset, dann sieht man hier schon, das löst sich dann teilweise auch schon. Da ist dann die Verbindungslinie und ich versuche dann einfach auf der Rückseite meistens anzufangen. Und dann probiert man hier reinzukommen. Hier gibt es übrigens auch noch einen Stift. Da ist es gar nicht verkehrt, den vorher rauszumachen. Und dann kann man sich hier quasi eine Öffnung schaffen und die Unterseite dann versuchen hier wegzuhebeln. Und das ist, ja, das knackt und knirscht manchmal ein bisschen, das ist aber nicht weiter wild. Das macht man dann einfach mit Ruhe und Geduld und arbeitet sich so einmal um das Gerät herum. Das ist auch so, wenn das noch nie geöffnet wurde, dann geht das prinzipiell ein bisschen schwerer. Das Prinzip ist aber das gleiche. Man hebelt um das Gerät herum, bis man irgendwann die Unterseite in der Hand hat. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus.
Bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres machen, als allererstes trennen wir mal den Akku vom Mainboard, dass hier auch wirklich kein Strom mehr fließt. Und den Stecker hier, den kann man jetzt einfach nach hinten hin rausziehen und ist so auf der sicheren Seite. Gut, was können wir hier noch sehen? Das erste, was mir auffällt, ist, dass es keinen RAM-Slot gibt. Das heißt, der RAM ist in dem Fall jetzt hier aufgelötet. Das heißt, der kann nicht erweitert oder ausgetauscht werden. Wir sehen hier noch die SSD. Da haben wir das WLAN-Modul. Hier unten, das könnte vom Lautsprecher sein, aber das könnte auch die CMOS-Batterie sein, die wahrscheinlich hier unterm Akku sitzt. Und hier natürlich den Lüfter und den Heatsink. Gut. Akkutausch, super simpel. Der wird von diesen Schrauben, die hier draußen drumherum laufen, gehalten. Und wenn man die alle draußen hat, dann kann man den Akku einfach nach oben aus dem Gerät nehmen und so eben auch easy tauschen. Und ja, da sehe ich schon genau, da ist also die CMOS-Batterie mit dem typischen Anschluss hier auf dem Mainboard. So, direkt unter dem Akku sehen wir hier übrigens auch das Touchpad. Also wirklich sehen kann man es nicht, aber das sitzt quasi hier unten drunter, wird von diesen 4 Schrauben gehalten. Direkt daneben sehen wir den Fingerprint Reader, der von dieser Schraube hier gehalten wird. Und da ist es so, diese Kabelverbindungen hier, das sind jeweils Kippschalter. Das heißt, die funktionieren, die kann man nicht einfach rausziehen. Die funktionieren so, dass man sie erst aufklappt und dann kann man das Kabel so quasi entfernen. Und auf der Seite genauso, ne? Man klappt den Stecker erst auf und kann dann so das Kabel entfernen. Und da gibt es auch auf den Kabeln gibt es hier so eine recht praktische Linie. Da kann man gut erkennen, wie weit das Kabel wieder rein muss. Und dann steckt man das hier wieder zurück. Ja, bis hier. Dann wird das zugeklappt. Und wenn man das Touchpad tauschen will, dann löst man eben die Schrauben. Und dann kommt einem das quasi von der anderen Seite dann hier entgegen. Und dann kann man das so eigentlich super gut tauschen. So, um die SSD zu tauschen, das ist auch super einfach. Die wird ja nur von einer Schraube hier hinten gehalten. Und sobald die draußen ist, kann man die SSD so ein bisschen nach oben lupfen, nicht zu arg, nur so ein bisschen. Und dann einfach aus dem Slot rausziehen. Und das ist einfach nur, die klebt hier so ein bisschen auf dem Kühlstreifen. Und genau, so kann man die dann tauschen oder erweitern. Da einfach nur aufpassen, wenn man so ein bisschen fettige Hände hat oder so weiter, dass man da nicht vorne direkt auf die Kontakte drauf kommt. Und die lässt sich auch generell nur in eine Richtung einbauen. Also so rum würde die gar nicht in den Slot passen. Das heißt, beim Einbau kommt die so schwuppdiwupp in den Slot wieder rein, bis ganz zum Anschlag. Fällt dann hier unten auch noch mal auf das Gewinde und muss dann nur noch wieder verschraubt werden. Beim Lüfter ist es hier so, der kommt nur zusammen mit dem Heatsink. Den gibt es also als Einheit und das heißt, so baut man den dann auch aus. Da sehen wir einmal die Schrauben am Lüfter selber. Hier läuft übrigens das Kabel. Und dann hat man hier noch die Schrauben vom Heatsink. Das heißt, die löst man alle. Das Lüfterkabel zieht man zur Seite raus. Da würde ich auch empfehlen, hier zu versuchen, nicht an den Kabeln zu fassen, sondern eher seitlich zu greifen und den dann hier rauszuziehen. Und danach kann man beides zusammen nach oben hin entfernen und dann eben auch austauschen. Da muss man dann hier natürlich die Stelle ordentlich reinigen auf der CPU, neue Kühlpaste drauf machen und dann wird er einfach von oben wieder draufgelegt und überall verschraubt. Und bei den Kabeln ist es hier so, in dem Fall ist jetzt hier ein Punkt drauf, falls das mal nicht so ist, dann kann man auf der einen Seite des Steckers kann man Kontakte sehen, hier. Und die zeigen nach unten. Also das ist eigentlich hier drüben, ne? Da sieht man die Kontakte nicht. Und da weiß man
falls da mal kein Punkt drauf ist, wie rum der Stecker wieder reinkommt. Und das sollte man auch echt nicht vergessen, weil sonst funktioniert der Lüfter nicht und das wäre nicht so toll. Dann muss man alles wieder aufmachen, das will man auch nicht. Deswegen da einfach nichts mit Unruhe und Hoppdipopp, sondern einfach alles langsam und organisiert. Und dann hat man da echt auch keine Probleme bei diesen Geräten. So, wie versprochen, zeige ich euch auch den Tastaturtausch noch schnell. Und da ist es so, dass es hier unter den Clickpads 2 Schrauben gibt. Die Clickpads, die kann man hier nach oben hin abhebeln. Jetzt, wo der Akku drin ist, ist hier natürlich ja, das Gewicht nicht mehr so gut verteilt. Und dann sieht man hier diese beiden Schrauben. Da nehme ich jetzt auch mal einen kleineren Aufsatz, ein PH00. Und die löst man einfach. Das sieht so aus, als würden die jetzt auch nicht hier rauskommen. So, und dann ist das Prinzip eigentlich so, dass man die Tastatur nach hinten schiebt. Genau so. Und da schaut man auf jeden Fall, dass man nicht an den Kappen fest, sondern dass man wirklich am Rahmen greift. Und manchmal ist es auch so, dass die sich nicht richtig bewegen lässt. Und da hilft es, wenn man die Schrauben, während man es nach oben drückt, nochmal lockert. Also selbst wenn man hier das Gefühl hat, das ist schon locker, wenn sich das nicht so richtig nach oben schieben lässt, dann einfach während dem nach oben schieben hier noch ein bisschen lockern. Und dann kann man das meistens relativ einfach, weil wie gesagt, die sind an sich nicht fest oder nicht schwer. Genauso wie jetzt hier zum Beispiel. Ne? Also da hat sich die Schraube noch ein bisschen reingehakt und dann dreht man hier einfach noch ein bisschen, während man das nach oben schiebt. Und dann kann man die Tastatur von hier nach oben nehmen und das sind natürlich auch noch Kabel unten drunter, also nicht einfach wegreißen. Und zieht sie dann hier wieder raus. Genau, und dann hat man hier die beiden Kabel. Das Prinzip habe ich ja gerade eben auch schon mal gezeigt, wie man die löst. Also auch das sind einfach Kippschalter aufklappen. Und dann kann man das rausziehen. Das macht man mit dem genauso. Und bei der neuen Tastatur, falls die noch nicht so geknickt ist, dann knickt man die Kabel eben genauso, wie sie hier sind. Ja. Und dann den Stecker natürlich auf. Auf die Kabel wieder rein. Schauen, dass die wirklich richtig sitzen, ne? Bis zu dieser Linie hier zuklappen. Und dann passiert das Ganze in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, man schiebt die Tastatur hier wieder rein. Und da auch gucken, dass die wirklich überall drin sitzt. Und dann auch, wenn man die hier wieder nach vorne schiebt, schauen, dass diese Nasen hier auch wirklich wieder unter dem Rahmen hier sitzen quasi. Ne? So, und dann muss man ja die Schräublein hier nur wieder festziehen. Da braucht man auch keine Gewalt. Und dann kommen die Kappen wieder drauf. Die werden hier so ein bisschen quasi eingehängt und dann nach unten gedrückt. Die hier natürlich auch. Schwuppdiwupp. Ja, also super, mega einfach hier die Tastatur auszubauen. Und da muss man auch nicht das Gerät öffnen dafür. Ne? Also das nur mal so am Rande, das kann man direkt so machen. Und genau, das heißt, wir bauen jetzt mal den Akku wieder ein. Und das ist super einfach. Der wird hier unten eingehakt, sitzt dadurch dann auch schon in der richtigen Position. Also der kann nirgendwo anders hin und muss dann eben einfach nur wieder verschraubt werden. So, ganz am Ende, ähnlich wie beim Lüfter, nicht vergessen, hier auch wieder zu verbinden, sonst muss man das Gerät nochmal aufmachen und wundert sich, warum es nicht angeht. Das heißt, hier einfach den Stecker wieder rein, schauen, dass der bis zack ganz zum Schluss sitzt. Und ja, dann kann man die Unterseite wieder verbinden. Und die wird eben auch viel von den Schrauben gehalten. Das sieht man aber hier unten.
Ja, die wird hier unten so ein bisschen eingehängt. Gerade hier rein. Und dann nach unten drücken. Da einfach schauen, dass hier eben schon alles wirklich zu ist. Und dann wird die hier einfach zugedrückt. Ich schaue hier auf jeden Fall. Ich gehe da einmal wirklich nochmal drum rum und gucke, dass hier wirklich alles zu ist. Und dann muss man nur die Schrauben wieder reinmachen. Also festdrehen. Drin sind sie ja schon. Und schwuppdiwupp hat man das hier erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.